Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Marco. Und heute ist wieder Star Trek. Heute ist wieder Star Trek an der Reihe. Jawohl, die zweite Produktwelle von Star Trek ist im Landeanflug noch nicht, aber sie sind definitiv schon im Alpha-Quadranten. Davon kann man ausgehen. Und ihr hattet ja schon die Freude auf der FedCon, Genau. Die in den korrekten Farben aufgebauten Produktmuster zu präsentieren. Und das wollten wir jetzt einfach nochmal richtig hier im Studio machen. Mit den Kartons, mit ein, zwei Anleitungen und mit den ungefähren Preisen. Ja. Das machen wir jetzt. Wir fangen einfach mit, wir sind ja fies, wir fangen durch mit den Minisets an und machen die großen Modelle, zeigen die großen Modelle ganz zum Schluss. Okay. Dann leg doch mal los. Was hast du da so? Ich habe eine Enterprise A. Eine Enterprise A, jawohl. Ein kleiner, süßer Karton. Und euch wird sofort auffallen, die Kartons sehen komplett anders aus als bei der ersten Welle. Genau. Die haben ein neues Verpackungsdesign. Die haben ein neues Verpackungsdesign. Das hatten wir im letzten Jahr bereits angekündigt. Das wussten wir schon, dass sich das Verpackungsdesign... So sah es früher aus. Genau, im Jahr 2022 gegenüber 2021 radikal ändert. Das ist nicht unsere Idee, das ist die Vorgabe von CBS Viacom. Genau, das sind jetzt die neuen. So sehen jetzt die neuen Sets aus. Die haben auf der Oberseite jeweils sowas zum Identifizieren. Ne? Ah ja, genau, stimmt. Da steht nämlich nochmal, wo es herkommt. Da steht, wo es herkommt, genau. Und da sind auch unterschiedliche Raumschiffe. Also bei dieser USS Reliant hier beispielsweise steht hier The Wrath of Khan. Genau. Und man sieht, naja, eigentlich die Serien-Enterprise sogar, also die Generation, also Kirks Generation, was ist das, 23. Jahrhundert? Ja, 23. Jahrhundert. So, während jetzt bei diesem Romulan Warbird die Enterprise D zu sehen ist, und es steht The Next Generation. Ja. Also hier oben, das hier ist quasi zum Identifizieren da. Genau. Und hier haben wir die Defiant, passt irgendwie, aber es ist halt die Deep Space Nine Serie. Okay. Die erste Welle war so farbkodiert und bei der Welle ist es halt dieses Raumschiff hier oben drauf. Genau. Und wie immer steht drauf, wo es das erste Mal vorgekommen ist, ne? Ja. Also. Richtig. Deswegen steht jetzt hier zum Beispiel jeweils immer ein bisschen was anderes, obwohl es alles hier die Kirk-Ära ist quasi. Aber hier steht zum Beispiel, wie du schon sagst, Wrath of Khan, The Search for Spock. Ja. Das ist die Originalserie und das hier ist The Final Frontier. Der 5. Film. Da taucht das Jahr dieses Schiff das erste Mal auf. Fast, ne? Also letzte Szene, The Search for Spock, das sieht man es schon, aber da ist es halt noch kein Showrunner. Zeigen sie nicht am Ende von Teil 4 quasi das Neue? Ja, aber das ist The Voyage Home. Nicht stimmt, The Voyage Home. Du hast recht, The Voyage Home. Ja klar, da wird sie kurz gezeigt, aber bei uns geht es quasi um den ersten großen Auftritt. Also. Aber gut, dieses inhaltliche Nerden wollen wir eigentlich in den Produktvideos machen. Wir wollen euch jetzt nur mal die Sets zeigen. Das ist die Enterprise A und ich habe hier total gut hingelegt auch mal die Bauanleitung dazu. Ist bei einem so kleinen Set ein Faltblatt. Bei größeren Sets sind es dann Bücher. Aber die sind jetzt auch nicht wirklich anders als die in der ersten Welle. Nee. Also, wenn ihr damit klargekommen seid in der ersten Welle. Ja, man sieht die Farben noch, sie sind verblasst, aber man sieht sie alle noch. Das ist, wie ich immer wieder sage, ja für mich die ideale Bauanleitung. Am übersichtlichsten für mich. Und gerade dieses Set hat auch eine sehr, sehr kleine, süße Verpackung. Ja, das ist auch, glaube ich, tatsächlich der kleinste Karton. Und auch einen sehr kleinen, süßen Preis, der ziemlich genau dem Preis der Enterprise aus der klassischen Serie, der alten Minimodelle entspricht, knapp 8 €. Finde ich klasse. Wir haben einen Print dabei. Und der Rest, wo liegt der? Also von den Minimodellen jetzt? Ja, ich habe hier eine schlaue Liste. Hier, was haben wir denn hier? Einen Kreuzer? Was für einen Kreuzer? Einen Katinga-Kreuzer. Katinga-Kreuzer aus der klassischen Serie. Auch da ein Print, ne? Ja, genau. Schick. Ja, wie halt auch schon in der anderen Welle, sind natürlich überall hier schön die Prints der Serien und Filme. Das Set wird knapp über 15 € kosten. Wie viele Teile haben wir hier? 260. Jawohl, da ist der Karton auch schon ein bisschen größer. Dann haben wir hier das Earth Space Dock. Ich finde es toll, dass das hier halt so, auf der Vorderseite ist alles ohne den Standfuß dargestellt, wie es halt im Weltraum schwebt.
So sieht das Space Dock auch irgendwie, finde ich, nochmal besonders cool aus. 129 Teile. Star Trek The Search for Spock, richtig. Da stehlen sie ja die Enterprise. Genau. Und das Space Dock wird knapp 10 Euro kosten. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir hier... Sehr gut. Haben wir hier die Reliant in den korrekten Farben, so schön mit dem kleinen hellblauen Dynamiten dabei, einem kleinen Farbtupfer. Ja, auch hier hinten die Antriebe hier, ne? Hat man noch so ein bisschen Farbe mit dabei. Die Reliant hat 137 Teile und wird kosten knapp unter 12 Euro. So, auch noch ein kleiner süßer Karton. Jetzt wird es wieder ein bisschen größer. Ja. Der Romulan Deridex Warbird aus der Next Generation. 266 Teile. Sehr schick in diesem Olivgrün. Das war irgendwie, glaube ich, auch, die waren erst dunkelgrün und dann sagte aber Viacom, nee, das stimmt so nicht. Und Olivgrün ist dann die Farbe der Wahl geworden. Wie immer, wir haben immer Rücksprache mit dem Lizenzgeber halt gehalten, was denn die korrekten Farben für diese Modelle sind. Wir kennen das auch, ne? Es gibt Diskussionen, welches Schiff welche Farbe haben soll. Das sind die Farben, die uns der Lizenzgeber gesagt hat, die am ehesten dem Original entsprechen. Richtig. Bei 100%, wir nutzen ja die Farben, die wir in der Farbpalette haben. Und das kommt der Originalfarbe laut unserem Lizenzgeber am nächsten. Genau, und der Warbird wird knapp 16 Euro kosten für seine 266 Teile. Und zu guter Letzt die USS Defiant. Ich liebe es, dass man hier dieses eigentlich hölzerne, diesen Fensterladen, den ich aus einigen Mittelalter-Sets kenne, einfach mal in Trans-Red bekommt. Ja. Und nicht, ne? falls bedenkt, aber das Gitter, da hinten ist das Gitter. Das Gitter ist in Trans-Blue, in irgendeinem Trans-Blue-Ton, Trans-Dark-Blue. Gibt's garantiert noch nirgendwo sonst diese beiden Teile in diesen Farben. Aber es passt halt einfach für die Gondeln. Es passt für die Gondeln. Auch dass die Gondeln nicht parallel sind, passt, ist wunderbar. Ich liebe dieses Schiff. Und ich liebe es, dass wir es als Mid-Size-Modell haben und als ICBC-Modell bei DS9. Die Defiant wird auch knapp 16 Euro kosten für 238 Teile. Jawohl, das sind die Mini-Modelle. Ja, aber wir haben ja noch ein paar größere. Wir haben noch ein bisschen mehr. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Platz machen. Dieser klingonische Kreuzer ist schon deutlich größer. Entsprechend ist auch der Karton. Er sieht dem anderen auch sehr ähnlich. Deutlich größer. Auf der Rückseite übrigens immer noch mal verschiedene Ansichten. Diesmal mit Standfuß, damit man auch sieht, was man als Set so insgesamt bekommt. Hier auf der Vorderseite soll es ja immer im Weltraum fliegend dargestellt werden. Das heißt, auf der Vorderseite fehlt immer der Standfuß. Und die haben jetzt auch mehr Prints, ne? Ja, genau. Also wir haben hier vorne einen, finde ich, sehr schönen Print für die Fenster da vorne. Natürlich den Print hier für die Plakette. Ja, schon 6x6 Noppen groß. Und wir haben den hier. Ja, der ist toll. Das Symbol des Klingonischen Reiches. Jawohl. Das ist ein D7 Schlachtkreuzer. Aus der Originalserie auch. Sieht dem anderen ähnlich, ist aber nicht dasselbe Schiff. Also sie sind nicht 100% gleich. Jetzt habe ich eine Nerdfrage an dich und die beantwortest du mir dann in den Produktvideos zu den beiden Schlachtkreuzern. Mich interessiert nämlich, also ich wüsste es jetzt nicht, ob die 3 Schlachtkreuzer, die zu Beginn des ersten Kinofilms kurz zu sehen sind, bevor sie dann wieder verschwinden, ob das D7-Schlachtkreuzer oder Ktinga-Schlachtkreuzer sind. Ich wüsste es nicht. Das ist eine gute Frage, die beantworte ich dir im Produktvideo. So machen wir das. So, du hast da noch eins stehen. Ich habe da noch eins stehen. Nochmal der Deridex-Schlachtkreuzer, aber deutlich größer und mit viel mehr Prints. Oh ja. Sehr cool hier. Schön sogar die Plates bedruckt von der Seite. Plates auf der Seite bedruckt. Kobi kann das. Simbao kann das auch. Genau. Sieht schön aus. Sieht wirklich, wirklich schön aus. Natürlich auch mit dem klassischen Loch, sag ich jetzt mal. Ja. Der für ihre Form berühmt. Lässt sich aufbauen, lässt sich transportieren. Wenn ihr da oben drauf drückt, geht's kaputt. Das ist der Form geschuldet. Das ist der Form geschuldet. In der Mitte ist leer. Ja. Wir hätten das in der Mitte auch mit
durchsichtigen, so runden 2x2er Bricks befestigen können, fixieren können. Aber das sieht dann ja nicht Ich glaube, es gefällt, also uns gefällt es so besser und euch wahrscheinlich auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Deridex Warbird, ach so, vielleicht wollen die Leute auch wissen, wie teuer die Modelle eigentlich sind. Ja, mach das mal, weil ich habe hier gerade was abgerissen. Der Klingonenkreuzer kostet knapp 35 € und der Warbird knapp 30. Der Romulan Warbird knapp 30. Das ist auch ein Riesending. Ich meine, es ist zwar viel umbaute Luft und so, aber er ist schon wirklich groß. Der ist halt von den Ausmaßen her schon. Es ist auch das größte Mid-Size-Modell dieser Serie. Ja. Im Original ist natürlich der Deridex Warbird der größte. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Länge von 1041 Metern. Ja, da kann der hier mit seinen 228 Metern nicht mithalten. Nee. Prima. Und dann hast du noch ein spezielles Baby von dir. Ja. Ein Schiff, was ich auch immer schon sehr schön fand. Das ist die Voyager. Wir haben sie endlich in Mid-Size. Ja, und mit der warst du auch eine Weile beschäftigt. Ja, da erinnere ich mich hat mich etwas Zeit gekostet. Also es gab da so ein paar Sachen, die mussten einfach rein. Wie hier oben diese Einkerbung zum Beispiel. Diese Einkerbung, das sieht ein bisschen so aus, als hätte man, also beim Original sieht es ein bisschen so aus, als hätte man da so ein bisschen Hüllenverkleidung vergessen. Ja, man sieht so innen drin so, dass was ist denn das da? Deck 5, die Leute fliegen in den Weltraum. Ja. Das soll so sein und das Modell hat es auch. Und bei dem Mid-Size-Modell lassen sich auch die Warp-Gondeln entsprechend kippen, wie sich das dann für den Warpflug auch gehört. Und wir haben auch einige Prints. Oh ja, ein paar sehr schöne Prints, finde ich. Ja. Gerade auch auf den Gondeln. Hier oben auch das Typschild natürlich. Schauen wir uns alles noch genauer an im Produktvideo. Aber sehr gelungen, gefällt mir. Ich zeige euch noch mal kurz den Karton davon. So sieht er aus. Hier oben dann in dem Fall die Voyager nehme ich drauf. Ja. Weil es ist ja auch die Voyager. Also, ne? Voyager-Serie, genau. So sieht er von der Rückseite noch mal aus. Ja. Entschuldigt, dass der so ein bisschen geknickt ist. Das sind ja unsere Vorab-Muster, die wir gekriegt haben. Ja. Die Kartons überleben das nicht mal so hundertprozentig. Ja. Wenn ein einzelner großer Karton per Luftfracht kommt, ist er wenn er angekommen ist, in einem schlechteren Zustand, als wenn ganz viel zusammen gut verpackt kommt. Genau. Und wie teuer wird die? Müssen wir ja. Wir haben 599 Teile, wir haben jede Menge Prints und wir haben knapp 35 €. Okay, ist schon gekauft. Das ist klasse. Wird gekauft, auf jeden Fall. Das ist ein schönes. Klasse, jawohl. Und was man hierzu auch sagen muss, das sieht hier so ein bisschen anders aus als bei den Mid-Size-Modellen der ersten Produktwelle. Genau. Und das ist auch noch stabiler als bei den Mid-Size-Modellen der ersten Produktwelle, denn wir lernen ja dazu. Richtig. Und deswegen haben wir die Stands nochmal überarbeitet, genauso auch wie die der Mini-Modelle im Übrigen, ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass die auch stabiler stehen. Jetzt sind wir noch nicht ganz fertig, aber wir hatten keinen Platz mehr auf dem Tisch. Deswegen müssen wir mal kurz umbauen. So, da sind wir wieder. Und wir haben einen kleinen Karton auf den Tisch gestellt. Ja. Einen kleinen. So sieht's aus, wenn Worf seine Waffe verliert, dann schwebt die durch den Weltraum. Ach so, deswegen. Ja. Meinst du, ja klar. Die sind ja da an der Außenhülle der Enterprise bei First Contact rumgelaufen und haben auf Borg geschossen und so. Richtig. Da wären wir auch schon beim passenden Film, denn da kommt's her, ne? Ja. Also ich glaube zumindest, man sieht es da das erste Mal. Ja. Man sieht es auch in Voyager, aber ich glaube tatsächlich, diese Folgen, wo man das Voyager sieht, spielen erst nach First Contact. Und ein großer Karton, 2273 Teile. Auch ein ordentliches Gewicht. Das hier ist ein voller Karton. Du hast das Ding ja zusammengebaut. Das ist innen ziemlich massiv, oder? Abgesehen von dieser Kammer, die man seitlich abnehmen kann. Es ist ziemlich massiv, weil es muss ja auch halten. Also wir haben also nicht nur viele Teile, darunter sehr viele große Teile. Wir haben auch sehr viel Masse, sehr viel Gewicht. Genau. Da steht's. Richtig. Holen wir jetzt nicht noch mal raus. Wir haben es euch schon mal gezeigt, ne? Wir haben es schon mal gezeigt, ja. Wir haben es herbeigebeamt im Preview-Video zum Gadget. Da haben wir euch die Prototypen gezeigt. Und dann hatten wir aber tatsächlich von dem Set auch schon das gebaut in den richtigen Farben. Da haben wir es euch
vorgeführt. Deswegen, weil unser Tisch auch ein bisschen klein ist, wir müssen euch auch noch ein paar andere Sachen hier zeigen. Der Tisch ist eigentlich groß. Die Modelle aber auch. Ja, und beteiligt ein bisschen knapp 170 € für das Riesen-Gadget mit dem riesen Standfuß. Ja. Display-Ständer. Ist aber auch geil. Hat auch auf der FedCon lange durchgehalten. Der Benny ist damit über die ganze Messe gelaufen. Also es ist auch, man kann es auch mitnehmen und in der Gegend rumtragen. Ja, also ich meine, klar, wenn man schon die entsprechende Kluft hat und auf so einer FedCon, dann will man, das ist schon cool, ja. Das war gut, ne? Aber wir haben ja noch mehr. Wir haben noch mehr. Fangen wir doch mal damit an. Ja. Ist das geil. Demonstriert auch gleich so ein bisschen die Stabilität. Ist das geil. Das ist klasse. Die sind auch noch dabei. Ja. Wofür die da sind, zeigen wir euch noch im Produktvideo. Haben wir im Preview-Video bereits kurz erklärt. Könnt ihr noch mal reinschauen. Aber wir wollen ja noch was fürs Produktvideo übrig behalten, auch was dieses Zahnrad da angeht. Es ist, ich muss das so sagen, es ist und bleibt mein Lieblingsraumschiff im Star Trek-Universum noch vor der Defiant. Was? Ich finde die einfach so cool, dieses Raubvogelartige. Toll. Finde ich klasse. Ich finde es auch klasse, dass sie halt tatsächlich mal relativ klein sind. Ne? So ein kleiner Zerstörer, Jäger, wie auch immer. Genau. Und halt nicht so ein Riesenraumschiff. Ich liebe es. Wir haben hier eine coole Kombination aus Sand Green und Olive Green. Muss man eben gucken, was steht denn hier? Okay, hier steht The Search for Spock. Ja. Stimmt, das ist der erste Film, glaube ich, wo das Ding vorkommt. Weil in der Originalserie gibt es die gar nicht. Fun Fact. Okay. haben die Klingonen und die Romulaner so ähnlich aussehende? Oder die haben so ein Abkommen, deswegen haben die sogar dieselben. Also die gleichen. Das sind aber nicht die Bird of Prey, sondern die D7 Schlachtkreuzer tatsächlich. Okay, na gut. Also, sehr schick. 1500 ungerade Teile. Knapp 100 €. Ja. Finde ich klasse. Ist also bisher unser günstigstes Display-Modell, aber extrem beeindruckend. Ich liebe es. Ja. Und es ist halt, wirkt natürlich sehr groß, weil die Flügelspanne. Ja. Und es ist aber noch gar nicht aufgefallen, ist ja durchaus auch mal ein Print, ne? Ja. Herrlich. Sehr gut. Ja, aber das muss ich ja eigentlich fürs Produktvideo auf. Ich weiß, dass das Ding, das ist, was das habe ich mal gelesen. Okay. In einem Handbook. Muss ich noch mal prüfen. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, siehst du? Haha. Ja. Sehr schön. Ich weiß doch auch nicht alles. Werden wir mal noch einen Tick größer. Ach, was ist eigentlich mit der Verpackung? Wollen wir die vielleicht kurz... Ja, die Verpackung. Die Verpackung. Wir vergessen es doch schon hier. So sieht's aus. Jawohl. Ist ein bisschen größer. Ein bisschen sehr groß, ne? Sie ist, ordentlich. Die Verpackung. Jawohl. Hier steht es auch nochmal. Search for Spock. Search for Spock. Jawohl. Krasses Ding. Und jetzt kommt was ganz Kleines. Ja. Das man im Übrigen so auch problemlos. Ja. Geht sogar mit einer Hand. Also swooshen jetzt nicht. Eine Raumstation swoosht nicht, aber... Auf den Kopf drehen auch nicht. Sie liegt nur so drauf. Okay. Also wenn man sie jetzt hier packen würde und umdrehen würde, dann gut zu wissen. Sie nochmal bauen. Alles klar. Die Raumstation Deep Space Nine hat einen Durchmesser von 1451 Meter oder paar 60 Zentimeter in diesem Maßstab. Natürlich, weil Displaymodell mit einem großen, schönen Typschild. Ja. Hat ein Teil mehr. 2889 hat ein Teil mehr tatsächlich als die Enterprise der Originalserie aus der ersten Welle und hat einen riesigen Karton, den ich, ja genau. Ich nehme die mal zu mir. Ja, eine riesige Raumstation. Und ja, hier hat CBS Viacom gesagt, sie ist grau. Die ist grau. Sie ist nicht grau. Alle anderen, viele andere, auch laut irgendeines Kommentars, eine Schauspielerin der Serie sagt, die ist eher so rötlich. Aber ja, uns wurde gesagt, sie ist hellgrau, soll hellgrau, sie muss hellgrau sein. Dann haben wir sie auch so. Ich habe aber auch tatsächlich mal Fotos gefunden von dem Studiomodell, was sie zum Filmen benutzt haben. Und es sieht auch grau aus, also auf diesen Bildern. Es ist natürlich immer die Frage, wie wird es dann beleuchtet? Genau. Weil ja irgendwelche
Weltraumnebel und so dann auch verschiedenfarbiges Licht ausstrahlen. Ja. Und eine graue Oberfläche ist halt wie eine, etwas dunklere weiße Oberfläche. Jetzt fange ich mit Farbenlehre an. Die spiegelt natürlich dann auch die Umgebungsfarbe wider. Laut meinem technischen Handbuch Deep Space Nine ist sie ebenfalls hellgrau. Jawohl. Knapp 200 € für 2889 Teile. Und einen riesigen Durchmesser. Ja, ich wollte gerade sagen, da kriegt man aber auch ein sehr kleines Modell für. Also ja, ein sehr kleines Modell mit einem sehr kleinen Anleitungsheftchen. Das Anleitungsheftchen hat 126 Seiten und zeigt hier auch alles leicht verblasst, nur in der Farbdarstellung. Leicht verblasst und ausgegraut ist quasi das Gleiche. Es gibt durchaus ein paar Farbtupfer, also ein paar. Zum Beispiel hier die Andokrapte sind ja ein bisschen golden. Genau. Oder hier die Lampen. Die winzig kleine süße Defiant hat auch also 2, 3 andere Farben dabei. Es ist ein bisschen dunkelgrau dabei. Ja. Wir haben auch mal nachgeguckt. Also wir hatten gesagt, wir sagen das mal in dem nächsten Video. So ein Danube Runabout. Ja. Das sind irgendwie 0,8 Noppen. Also wir hätten es hier nicht mal mit einer 1x1-Plate oder sowas. Also eine 1x1-Plate hätte in der Länge knapp gereicht, aber sie wäre viel zu breit gewesen. Richtig. Ja. Nur mal so, um den Vergleich zu sagen, wie die Größenverhältnisse sind. Ja. Gut. Das waren die Displaymodelle. Bleibt zum Schluss noch das Modell im Minifigurenmaßstab. Da wir gehen ja von klein nach groß, das hätte, also bei Welle 1 wären die Shuttles vorher dran gewesen, hier halt nicht. Seht es euch an, es ist einfach, es ist toll. Das ist nur ein Modell im Minifigurmaßstab diesmal, aber es hat aber, ich glaube, 3090 Teile. Das ist riesengroß. Nee, den Karton hast, glaube ich, du. Den Karton habe ich nicht. Was? Du hast ihn auch nicht? Ich habe ihn auch nicht. Aber vielleicht kann der Bartosch uns den. Der Bartosch hat ihn, der hat ihn ganz da hinten, hat er steht geklaut. Ja. Unglaublich. Ja, da ist er. Oh. Er ist auch klein, wie ihr seht. Und ja, 3090 Teile. 3090 Teile. Jede Menge Prints und die einzigen Sticker der zweiten Produktwelle, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Weil hier gibt es auch einen Teil, das zeigen wir euch gleich, da wird es schwierig rüber zu drucken. Und das ist hier. Weil hier ist das, um dieses Fenster hinzukriegen, sind die Teile auf die Seite gelegt. Und das wären einfach viel zu viele Teile gewesen. Hier hinten wahrscheinlich auch, oder? Ja, genau. Und deswegen haben wir ja diese, wie nennt man die, Transferaufkleber? Ja, genau. Mit so einer Folie drüber. Genau, sehr schick. Die klebt ihr da drauf und dann müsst ihr die Folie wieder abziehen und dann bleiben halt wirklich nur diese roten Streifen über. Da ist also zwischen den roten Streifen ist gar nichts Durchsichtiges, was man dann irgendwie durch die Teilegrenzen ja doch irgendwie so soweit ich das gesehen habe, nicht. Aber das gucken wir natürlich für das Produktvideo auch nochmal ganz genau nach. Dann kann ich da nichts Falsches erzählen. Wir haben jede Menge Prints außen und wir haben jede Menge Prints innen. Jetzt wollen wir das ja eigentlich erst im Produktvideo zeigen. Es sieht jetzt sicherlich ähnlich, ihr wollt es noch gar nicht sehen, aber ich will es euch trotzdem zeigen. Wie kann man das? Das kann man also erstmal müssen wir hier dieses Sensoren. Und hier müssen wir diese Klammern lösen, glaube ich, sonst wird das mit dem Öffnen des Dachs etwas schwierig, ne? Genau, die sind da nochmal dran befestigt. Und jetzt kann ich das einfach abnehmen. Und dann nehmen wir das hier raus. Und ich mache es jetzt nochmal ganz einfach. Ja. Wie ich mittlerweile weiß, ist das tatsächlich auch modular. Man kann den vorderen Teil tatsächlich auch abnehmen. Also im Original. Und seht euch das an. Das Cockpit. Ist das geil. Ja. Ich glaube, du musst es auch nochmal, damit man so... So ein bisschen. Ich hoffe, ja doch, er nickt. Also wenn der Kameramann nickt, ist alles, glaube ich, gut, ne? Jawohl. Ist so eine Klo drin. Und hier sind ja noch mehr schicke Prints. Also. Ich sehe gerade, da liegt jetzt noch so eine Plate drin. Die liegt ja auch nicht ohne Grund drin. Man kann dieses Sensoren-Ding abnehmen. Ja. Und dann bleiben hier so auf dem Dach 2 hässliche Noppen. Da kann man dann diese Plate draufpacken. 2 Noppen.
2 Noppen, ja, aber... Ja. Okay, ja gut. Wo wir was verdecken können. Wenn wir was, jawohl. Also es ist wirklich, wirklich krass. Gefällt mir ausgesprochen gut. Picard war auch mal an Bord. Hier steht noch der T. Herrlich. 3090 Teile, jede Menge Prints. Ja, auch hier vorne Seriennummer. Und knapp 200 €. Ja. Muss ich haben. Ja. Ich muss es kaufen. Ja, das kann ich gut verstehen. Es ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schönes Modell. Schön eingerichtet, schön detailliert. Gefällt mir. Ja, und das war sie auch schon, unsere zweite Star Trek Produktwelle. Einmal in den korrekten Farben. Wird demnächst bei uns eintreffen. Mit Glück reden wir eher von Wochen als von Monaten, aber versprechen kann man es nicht. Es gibt ab und zu, also gerade so rund um den Mutara-Nebel gibt es ab und zu Stau, dann verzögert sich das noch so ein bisschen. Und durch die Badlands fliegen ist auch nicht immer so. Nee, die wollen ja schon festgestellt, dass das keine gute Idee ist. Wenn sie da sind, sind sie da. Und wenn ihr wisst ja, wenn ihr informiert werden wollt, dass sie da ist, gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, ihr benutzt die Verfügbarkeitsbuttons bei den Produkten. Ne? Die Links zu unseren Star Trek-Produkten sind ja hier unten drunter. Möglichkeit 2, ihr abonniert unseren Kanal. Wir haben mittlerweile 70.000 Abonnenten. Klasse! Geil. Und ich weiß nicht, ob ihr ein Abonnent oder eine Abonnentin seid. Falls nicht, wird's höchste Zeit, denn dass die Star Trek-Quelle da ist, das gibt natürlich auch ein Video. Das ist ja klar. Da werden die ganzen Produktvideos folgen. Also wenn ihr informiert sein wollt, Kanal abonnieren ist auch immer eine gute Idee. Ansonsten gibt's bei uns News auf Instagram, auf Facebook. Da könnt ihr jeweils vorbeischauen und auch dort könnt ihr Mitglied unserer dortigen Social-Media-Kanäle werden. Ab und zu im Shop vorbeizuschauen lohnt sich natürlich auch. Wir haben immer unsere neuesten Ankündigungen als Link, ne? Und wir haben unsere neuesten Neuheiten als Link. Kann man sich schön aufrufen. Ihr kennt es vielleicht aus meinen Stöbern im Shop-Videos. Dann war's das für heute aus dem Alpha-Quadranten. Ja, glaube ich auch. Ne? Dann würde ich mal sagen, Star Trek kann man nie genug haben. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's noch mehr. Jawohl. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Genau. Oh, diese ganzen. Ja. Ich muss das Ding haben.